Erstmal willkommen zurück auf dem Kanal von Agathor. Heute geht es weder um Warhammer noch um Combat Patrol, sondern, ich habe es ja versprochen, um meine Werkstatt. Das ist noch nicht das volle, das ist meine Werkstatt-Video, dazu kommt was viel Größeres. Aber heute gibt es einfach was Kurzes dazu, dass ich einen neuen Drucker habe. Und zwar ist mein alter Anycubic Cobra 2 Max leider 2 Wochen nach Ablauf der Garantie abgeraucht. Der druckt einfach nicht mehr sauber. Weder ich noch der Support kriegen das repariert. Von daher musste ich mir leider einen neuen Drucker zulegen. Ich habe mich dabei ein bisschen hinreißen lassen und habe mir den Bambulab P2S, weil nach dem Stress mit dem Support wollte ich die Firma wechseln. Ihr seht hier, ich bin bei Resin immer noch begeistert von den Anycubic Sachen, aber für Filament habe ich mich jetzt für Bambulab entschieden. Was soll ich sagen? Wir gucken uns das Gerät mal an. Ich habe den P2S gekauft, inklusive AMS, also Filamenttrockner on top. Wir bauen den jetzt mal auf, dann machen wir den ersten Druck und dann schauen wir mal rein, was sich so dazu sagen lässt. Wie immer gilt, liken, teilen, abonnieren und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Einen Hinweis noch, das Video ist nicht gesponsert. Ich habe die ganzen Sachen selbst gekauft, leider, fragt mal mein armes Geschäftskonto. Ja, rein da. Da ist das gute Stück. Ich habe ihn aktuell noch auf meinem Drehstuhl stehen. Ich kann euch nämlich schon mal sagen, der ist verdammt schwer. Ihr habt es eben vielleicht gesehen, ich habe den Cobra 2 einfach so mit einer Hand hier rumgehoben. Das wird hier ein anderes Kaliber. Sprich, ich säge das Teil jetzt auf und versuche es hier drauf zu stellen. Der Zusammenbau an sich ist nicht wirklich kompliziert. Das Gerät ist schon fast fertig in der Box und sobald ihr vorsichtig mit dem Cutter oben aufgeschnitten habt, seht ihr, dass einmal alles an Material oben drauf liegt. Anleitung in gefühlt 25 Sprachen, auch Deutsch. Die bitte genau durchgehen, da steht nämlich drin, wann ihr welche Sicherungen entfernen müsst. Und glaubt mir, ihr wollt nicht aus Versehen irgendeine Silikon- oder Plastiksicherung in dem Gerät zurücklassen. Auch wenn da, glaube ich, nicht viel passieren würde. Was ich super praktisch fand, ist dieser riesige Plastikbeutel, der um den Drucker rum ist. Den könnt ihr nämlich einwandfrei an 2 Ecken angreifen, steht auch extra so drauf und daran den Drucker hochheben. Wie schon gesagt, das Ding ist verflucht schwer und das wäre fast unmöglich, an den glatten Seiten so Hände gegeneinander gepresst aus diesem Karton rauszuwuchten. Ich meine, ihr seht, was ich für ein Lauch bin, das macht es wirklich nicht leichter. Aber mit dem Beutel funktioniert das super. Danach müsst ihr dann einmal Step by Step zuerst überall die Sicherungen, das Klebeband abreißen und schließlich die Transportschrauben entfernen, die innen drin angebracht sind, bevor ihr dann überall den Schaumstoff rausnehmt. Und das AMS ist tatsächlich in die Mitte von dem Gerät gesteckt. Da müsst ihr auch ein paar Sicherungen lösen, das finde ich super gut. So kann das AMS nicht im Gerät rumfliegen, das ist tatsächlich verschraubt. Die einmal fix rausdrehen und vorerst zur Seite stellen. Werkzeug liegt übrigens alles bei, also ihr könnt da easy alles rausschrauben mit dem Zeug, das dabei liegt. Ich habe natürlich immer alle möglichen Schraubenzieher, Akkuschrauber, was weiß ich nicht alles rumfliegen, aber das braucht ihr tatsächlich nicht. Das Einzige, was ihr nicht entfernen dürft, Achtung an der Stelle, ist der Schaumstoff unter dem Hotbed. Das sagt euch aber auch die Anleitung mehrfach, aber da müsst ihr trotzdem dran denken. Das erst bei der ersten Kalibrierung, wenn das Hotbed quasi zum ersten Mal hochgeht, könnt ihr das drunter rausziehen. Komischerweise sagt euch die Software dann nicht nochmal getrennt, aber an der Stelle könnt ihr es dann rausnehmen. Ihr seht das auch, weil es hängt dann runter. Dann ist es eigentlich nicht mehr so weit bis zum ersten Druck. Ich hatte beim Zusammenbau wirklich keinerlei Probleme. Es ist halt sehr viel Folie, ganz klar. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, das habe ich auch später gemerkt, ihr seht es vielleicht in den späteren Einstellungen auch im Hintergrund. Ich habe auch kleinere Spulen in dem AMS, aber, das ist ganz wichtig, die sind nicht eingespannt. Die habe ich nur da drin zum Trocknen. Ihr solltet diese großen Spulen nehmen, um die Sachen abzuspulen. Denn da innen drin sind Rollen, die sich automatisch drehen und somit das Filament rein und rausziehen. Habt ihr eine kleine Spule, klappt das nicht. Deshalb ist auch einer der ersten Drucker, die bei mir noch auf dem Plan stehen, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, ein Umspulgerät quasi. Also ihr könnt da eine kleine Spule draufschneiden, eine leere große Spule und dann einmal dran kurbeln oder eben Bohrmaschine ranhalten, da wird das rüber gespult. Gibt's auf Maker World etliche, ich verlinke euch mal noch keine, weil ich nicht weiß, welche gut ist. Ich werde mir mal eine ausdrucken, ich hoffe, ich erwische gleich eine gute. Ich nehme einfach die mit den meisten Downloads. An der Stelle übrigens auch der Hinweis, Maker World ist der absolute Hammer.
wenn ihr irgendwie alle möglichen Spielereien sucht, jetzt weniger Miniaturen, aber Spielereien, die ihr mit dem Teil ausdrucken könnt, zum Beispiel auch eine Poop-Shoot oder sowas, findet ihr dort auf jeden Fall in rauen Mengen und könnt euch kostenlos runterladen und dann mit dem Gerät direkt drucken. Die meisten sind sogar schon für den P1S oder P2S ausgelegt. Das steht auch noch genau auf dem Plan. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist eine Kacke-Rutsche. Ihr seht ja immer wieder, wenn ich das Gerät umdrehe, auf der Rückseite diesen schwarzen Auslass. Da wirft der die abgeschnittenen heißen Filamentreste raus. Im Moment fliegen die natürlich einfach auf meinen Tisch. Da kommt dann eine Rutsche dran, dass die einmal elegant um das Gerät rumrutschen und vorne einfach greifbar sind, damit ich es wegschmeißen kann. Gut. So, jetzt seht ihr auch meinen Kopf, oder? Ich denk schon. Und zwar, das ist der erste richtige Druck. Das sind Inlays für eine Schublade. Ich drucke mir nämlich gerade eine Halterung für das AMS 2 hier. Da kann man das schön draufstellen, dann sind 4 Schubladen drin und wir haben eine Möglichkeit, alles zu sortieren. Das dazu. Jetzt drucken wir aber mal was für den Etsy-Shop. Ihr seht, er läuft. Also ein paar Problemchen habe ich allerdings damit. Also ich habe mir jetzt hier schon ein paar Schubladen-Inlays gedruckt, die habt ihr ja eben schon gesehen. Qualität absolut top. All meine Probleme haben nichts mit dem Drucker zu tun, das muss ich Bambulet wirklich zugute halten, sondern hängen an meinem Filament. Ich habe hier oben irgendwo hier eine Spule mit im Dunkeln leuchtendem Filament. Das Zeug ist scheiße. Es ist irgendwann mal anscheinend ein bisschen falsch geworden. Es reißt ständig, es bricht ständig und ihr seht die Farbe. Das Zeug seht ihr nicht, wenn es in den Schläuchen drin ist. Ich musste eben schon das AMS komplett zerlegen und das Ding da rausholen. Ich habe damit noch nie was gedruckt, es war nur einmal eingezogen und ist dabei schon gebrochen. Kommt nie wieder rein, nur als Tipp, benutzt kein Filament, das ihr im Schlauch nicht seht. Das wäre das eine. Dann habe ich hier eine Filamentrolle von Recyclingfabrik. Ich finde das Konzept super. Ich habe mir da auch 2 Rollen bestellt. Das Problem ist, die kommen ja wahlweise, es geht auch anders, aber die kommen wahlweise eben als, wie soll ich sagen, Nachfüllpaket mit Expandern zusammen gemacht und die könnt ihr dann in so eine 3D gedruckte Spule reinpacken. Das Problem ist, die sind richtig scheiße aufgerollt. Oder ich habe ein Montagsprodukt. Ich werde da auch nochmal bestellen, ich will es halt nochmal ausprobieren, aber das hier funktioniert kaum. Es verheddert sich ständig, es rutscht übereinander, es rutscht nach innen, der Zug wird zu hoch, der Drucker hält an, ich muss es wieder lose machen und es druckt weiter. Es ist scheiße. Ich bin nicht zufrieden. Also wenn es so bleibt, ich habe hier oben aber noch E-Sun, das wird hoffentlich ein bisschen besser. Und ich zeige euch gleich noch im Zeitraffer, was ich hier überhaupt drucke. Das kommt nämlich mit auf die Märkte und bald in den Etsy-Shop. Da wird nämlich ein Würfelturm. So, meine Drucke sind geschafft. Wie schon gesagt, ich hatte ein paar Probleme damit. Zum einen hat das Filament echt gestresst und ich musste deshalb einmal das AMS komplett zerlegen. Hing aber an meinem alten und wahrscheinlich zu alten Glow-in-the-Dark-Filament. Das benutze ich nicht mehr. Außerdem 2 Korrekturen zum Video. Ich habe die AMS-Halterung nicht mehr weiter gedruckt. Ich habe nämlich gerade noch gemerkt, dass sie für das erste AMS war, nicht für meins. Und als zweites, die Rolle von Recyclingfabrik hat sich tatsächlich noch eingekriegt. Nachdem sie anfänglich stecken geblieben ist, hat sich das Ganze, nachdem ich sie, ich glaube, 3-mal von Hand wieder rausgezogen und dann ein bisschen nachgearbeitet habe, dass sie wieder in der Mitte läuft, hat sich dann irgendwann gegeben und ab dann hat es funktioniert. Ja, ich bin maßlos begeistert. Ich denke darüber nach, euch noch mehr 3D-Druck oder auch mal Lasercut-Videos zu machen und hochzuladen. Natürlich nicht sonntags, da gibt's Comet Patrol. Und ihr seht ja im Hintergrund, wie gedruckt wurde. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Falls ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ein Like, ein Abo, was auch immer. Ihr dürft auch auf Twitch reinschauen. Und bis zum nächsten Mal.